Hi Leute, seit Beginn meiner Kochausbildung bereite ich mir eine eigene Hühnerbrühe zu und friere sie ein, um sie bei Bedarf zu verwenden, zum Beispiel für irgendwelche Soßen. Dafür kann man Karkasse nehmen, einige Köche nehmen sogar einen kleinen Anteil an Kalbsknochen hinzu, ich verwende heute nur ein Suppenhuhn. Ein Suppenhuhn ist ein weibliches Tier, das etwa 15 Monate regelmäßig Eier gelegt hat, aber anschließend aussortiert und geschlachtet wird, weil sie beispielsweise anfängt, ihre Eier unregelmäßiger zu legen. Für den Grill ist dieses Fleisch nicht geeignet, weil es viel zu trocken ist. Fürs Kochen ist es ideal, allerdings nur, wenn man sie mehrere Stunden kocht bzw. ziehen lässt. Ich koche mein Suppenhuhn im Ganzen und brauche für die Brühe folgende Zutaten. Ich mache mir ein Sträußchen aus Sellerie, Lauch bzw. Porree, Karotten, einem frischen Thymianzweig und Petersilie. Ihr könnt nach Wunsch auch einen Zweig Rosmarin oder Petersilienwurzel verwenden. Das ist euch überlassen. Dieses Sträußchen nennt man auf Französisch Bouquet garni. Dann verwende ich noch Salz, Wacholderbeeren, Nelke, Pfefferkörner, Lorbeerblätter und eine Knoblauchzehe, die ich in der Mitte halbiert habe, um zu schauen, ob der grüne Keimling, der manchmal vorhanden ist und Bitterstoffe abgibt, entfernt werden kann. Die Wacholderbeeren und Nelken werden gern im Zusammenhang mit Wild verwendet, zum Beispiel in Wildbrühen. Ich nehme das auch gerne für die Hühnerbrühe. Jetzt schneide ich die Zwiebel ein, stecke dort die Lorbeerblätter, die Nelke und die Wacholderbeeren rein. Das nennt man eine gespickte Zwiebel. Ich kenne andere Köche, die auch bei einer Brühe die Zwiebeln schwarz anbraten, ähnlich wie bei Mirepoix, um der Brühe eine dunklere Farbe zu verleihen. Ich mache das nicht. Wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Die Brühe setzen wir kalt an. Das bedeutet, dass das Wasser kalt sein muss, weil das kalte Wasser länger braucht, um warm zu werden, und in dieser Zeit kommt wertvoller Geschmack aus dem Huhn in die Brühe rein. Genau das wollen wir ja. Damit das Fleisch noch mehr und schneller den Geschmack in die Brühe abgibt, geben wir zu Beginn etwas Salz in den Topf. Salz und Zucker haben den hygroskopischen Effekt. In meinem Video Der hygroskopische Effekt habe ich bereits anhand von 2 Experimenten gezeigt, was das Salz alles bewirken kann. Guckt euch das gerne an. Ich drehe die Hitze hoch und warte darauf, bis es das erste Mal anfängt zu kochen. Zwischendurch degrassiere ich die Trüb- und Fettstoffe. Das Wort degrassieren wird von dem französischen Wort für Fett abgeleitet. Degrassieren kann man auf verschiedene Weise. Einige machen es mit einem kleinen Haarsieb, andere wiederum mit einer Schaumkelle oder einem Löffel oder. Es gibt aber auch die Variante mit dem Küchenpapier. Dazu legt man Küchenpapier oben auf die Brühe und nimmt sie wieder weg. Einige Köche kritisieren diese Vorgehensweise, weil sie meinen, dass das unhygienisch sein könnte oder weil die Tücher sich mit Brühe vollsaugen und man somit viel Geschmack aus der Brühe rausnimmt. Falls ihr dieses Video schaut, um euch auf die Abschlussprüfung für Köche vorzubereiten, dann kann ich euch natürlich nicht empfehlen, in Anwesenheit von Prüfern diese Vorgehensweise mit den Küchenpapieren anzuwenden. Sobald die Brühe aufkocht, stelle ich sofort die Hitze runter, damit sie nicht stark kocht. Denn wenn sie stark kocht, verteilen sich die Trübstoffe in der Brühe und machen die Brühe trüb. Wenn zu viel Wasser verdampft, gebe ich Wasser nach, damit das Hähnchen bedeckt ist. Eine goldene Regel bei Brühen lautet: niemals Deckel zu und niemals zu stark kochen. Man muss die Brühe immer im Auge behalten, wegen Degrassieren und wegen zu stark kochen. 2 Stunden und 20 Minuten lasse ich das Hühnchen vor sich hin köcheln. Dann gebe ich das Bouquet garni hinzu, die gespickte Zwiebel, die Knoblauchzehe, die Pfefferkörner und lasse das Ganze weitere 40 bis 60 Minuten vor sich hin köcheln. Einige Köche kochen das Gemüse von Anfang an mit. Ich bin absolut überzeugt davon, dass umso länger die Karotte in der Brühe ist, desto trüber wird sie. Also trüb bedeutet, dass die Brühe nicht klar und nicht durchsichtig ist, sondern mehr wie Spülwasser. Außerdem könnte zu langes Kochen vom Gemüse Bitterstoffe freisetzen. So, insgesamt habe ich jetzt etwas mehr als 3 Stunden köcheln lassen. Jetzt wird Zeit fürs Passieren. Dazu nehme ich ein Sieb, lege ein Passiertuch drauf
und schöpfe die Brühe peu à peu. Hier ist es ganz wichtig, dass man jetzt nicht wild im Topf rumrührt, weil sich die schweren Trüb- und Fettstoffe unten abgesetzt haben. Diese wollen wir nicht in unserer Kelle haben. Damit ihr das mal gesehen habt, zeige ich euch mal die Trübstoffe unten am Topfboden. Nach dem Passieren wasche ich mein Passiertuch, ohne es mit riechendem Waschmittel in Verbindung zu bringen, denn ich will ja nicht, dass meine nächste Brühe nach Waschmitteln riecht. Und anschließend salze ich meine Brühe final und fülle sie so um, dass ich sie portionsweise einfrieren und bei Bedarf verwenden kann. Danke fürs Abonnieren und viel Spaß beim Nachkochen.